Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Zobeltier Finanzkanal. Und heute geht es um ein neues Thema, was absolut wichtig ist und gerade heute wieder höchst aktuell ist, das Thema finanzielle Rücklagen zu bilden. Das heißt, baut euch finanzielle Rücklagen auf, und ich habe hier mal ein Video rausgesucht von Kolja Barkon auf dem Kanal Aktien mit Kopf. Und er macht das schon seit langer, langer Zeit, und da hören wir jetzt mal kurz rein, was er dazu sagt. Kein Wenn und Aber und kein Hier und Da. Es ist eine ganz einfache Geschichte. Und zwar, dieses Auto musst du jetzt verkaufen. Du musst versuchen, das Maximum an Preis für dieses Auto zu bekommen, was du noch. Also, was ist passiert? Er hatte Reparatur nötig hatte, und er hat auch dann für dieses Auto 13.000 Euro Kredit aufgenommen und hatte leider auch keine Rücklagen. Und zusätzlich hat er auch noch sein Rendite-Depot, die Chance, wo er also zusätzlich Geld einnehmen würde, nämlich sein Aktiendepot, aufgelöst, um diese Schulden zu begleichen. Das ist natürlich der Worst Case. Der Collier nennt das ein fundamental finanziell definierendes Ereignis, ein FFDE, scheint irgendwie ein Begriff zu sein, aber es ist natürlich interessant, dieses FFDE-Ereignis ist jetzt für denjenigen eklatant, und die Lösung in seinem Fall ist es also das absolute, nämlich das Auto dann zu verkaufen. Wie kann man die Rücklagen bilden, und vor allem, wie kann man Rücklagen nachhaltig aufbauen, sodass das ganze Thema funktioniert? Ich erkläre das euch jetzt einmal. Es gibt zwei Arten aus meiner Sicht von Rücklagen. Man sagt, man soll 3 bis 6, 4 Monatsgehälter seiner monatlichen Einkommensströme, meistens ist es ein Lohngehalt, separat auf ein eigenes Konto geben. Und am besten funktioniert das Ganze, wenn der Betrag automatisiert weg vom Girokonto am Anfang des Monats mit Hilfe eines Dauerauftrages passiert und entsprechend dann weggebucht wird. Für Sonderzahlungen und Weihnachtsgeld, wenn es das noch gibt, und Urlaubsgeld, sollte man 30-40% von diesem Betrag nehmen. Also zum Beispiel bekommt ihr 1.000 Euro zum Weihnachten als Weihnachtsgeld, dann legt 400 Euro direkt in eine Rücklage, bis sie dann eben aufgebaut ist. Und wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr auch diese Beträge ein bisschen reduzieren. Also hier geht es tatsächlich um eine Notfallrücklage, die zum Beispiel für kaputte Waschmaschine oder eben eine Reparatur, wie es der Kolja im Video erzählt hat, stattfinden muss für ein Auto, und dann eben nicht von einem bestehenden Aktienkonto, Depot oder sonstige Anlagen, die ihr habt, dann aufgelöst werden müssen. Zweiter Punkt ist eine Art von Rücklage, die ich erst seit letztem Jahr bilde und mir aufgefallen ist durch den Alex Fischer Düsseldorf. Und er hat in seinem Buch Reicher als die Geissens hier mir den Geldmagneten vorgestellt. Ich kann das Buch nur sehr empfehlen. Das ist also wirklich ein super interessantes Buch und hilft einem, finanziell frei zu werden und Vermögen aufzubauen. Und er sagt also 10%, aber das muss jeder für sich selber entscheiden, der Einnahmen, die man hat. Also auch wenn zum Beispiel etwas auf eBay Kleinanzeigen verkauft wird für 10 Euro, soll davon 1 Euro auf den sogenannten Geldmagnet, auf ein Konto, das wieder separat gebildet wird, fernab von deinem Girokonto, dort hinterlegt werden. Wie passiert das? Auch wieder monatlich automatisiert durch einen Dauerauftrag. Wie habe ich das gemacht? Ich zeige euch das Ganze mal. Ja, tatsächlich habe ich hier bei der Consorsbank also einen Dauerauftrag eingerichtet für den Geldmagnet. Und bei dem Geldmagneten geht es tatsächlich um das Mindset. Das Mindset, dass man also ein Konto hat, worauf man aber nicht zugreift und das also nicht zur Verfügung steht für Notfälle, sondern eben ein Geldmagnet ist. Und dieses Konto soll stetig Monat für Monat, Tag für Tag wachsen, Jahr für Jahr, Jahrzehnt für Jahrzehnt, und es ist eine langfristige Anlage. Ich bin hier in meine Daueraufträge gegangen, das heißt, ich habe hier
einen Betrag mal ausgewählt, 125%, und überweist das dann aktuell. Ich habe mir hier die DKB ausgewählt. Wenn ihr DKB haben wollt, verlinke ich euch das auch noch in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch anmelden für ein DKB Tagesgeldkonto. Und entsprechend geht hier ein Betrag von 125 €, der Geldmagnet, auf dieses Konto an jedem Monat, 1. des Monats. Wie sieht das Ganze aus? Ich habe das jetzt mal als Screenshot vorbereitet, nämlich ist das dann auf der DKB schon hinterlegt. Ihr seht, ich habe im Januar 2022 angefangen, mit meinem Geldmagneten diesen anzusparen und anzuhäufen, und es ist also wie eine Treppe nach oben. Monat für Monat wird jetzt mehr Geld dort angelegt und auf dieses Konto eingezahlt. Genau. Ich fasse nochmal zusammen. Es gibt also zwei Arten von Rücklagen, nämlich einmal für Notfälle, die also auf einem Konto leicht verfügbar sein sollten und nicht fest angelegt, von 3 bis 4, vielleicht sogar 6 Monatsgehälter, je nachdem. Also ich habe für mich einen persönlichen Wert von circa 6.000 € dort, den ich vorhalte, für mich definiert, und werde diesen als Notfallgroschen ansehen. Der wird aber auch nicht für Konsum oder sonstige Dinge angefasst. Und der zweite Punkt ist also ein Geldmagnet einzurichten, der stetig wächst und der also das hilft, eure Einstellung zum Weg in die finanzielle Freiheit, in eine bessere Zukunft zu unterstützen und eben dann euch erfolgreich machen wird, wenn ihr diesen Geldmagneten habt. Ich verlinke euch auch nochmal das Video von Alex Düsseldorf-Fischer, der hat es in seinem Buch beschrieben, da gibt es auch ein YouTube-Video dazu. Und dann gibt es noch die Linda von dem Kanal Finanzielle Freiheit in 5 Jahren, die hat darüber auch ein Video gemacht, und ich werde das nochmal unterstützend bei den 3 Kollegen und Kollegen auf den YouTube-Kanälen mit in die Videobeschreibung packen. So, jetzt wünsche ich euch noch einen guten Tag und lasst es euch gut gehen, und bis bald zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ebenso, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir ein Like, Daumen hoch und abonniert meinen Kanal und unterstützt mich, den Kanal weiter aufzubauen. Ich danke euch dafür und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.